herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und ihr seht hinter mir die Stadt, aber darum geht es heute primär gar nicht, sondern es geht um dieses Paket hier. Das habe ich nämlich vom lieben Patrick bekommen. Der eine oder andere von euch, der hier öfter schon auf dem Kanal zugeschaut hat, wird den Patrick sicherlich kennen, denn der Patrick hat schon oft Dinge hier zugeschickt und er ist ein sehr großer Fan, würde ich mal sagen. Also dafür schon mal vielen Dank, auch vielen Dank für die große Unterstützung, die du mal mit reinbringst. Und er hat hier auch einen Brief mitgeschickt und ich lese ihn auch einfach erstmal vor und sage, schreibt er Moin, Moin an dich zurück. Anlässlich deines bald anstehenden Umzuges schicke ich dir wieder einmal Fanpost. Danke dafür schon mal. Ich bin nach wie vor begeistert von deiner Brickworld und freue mich über jedes Video. Da bald mehr Platz in Brickgate ist, würde es dort doch ohne Autos und Fahrräder bestimmt ziemlich leer aussehen. Vermutlich. Daher schicke ich dir hier ein paar Fortbewegungsmittel und hoffe, dass sie in Brickgate einen schönen Platz finden werden. Falls sie nicht so ganz passen, kannst du sie bestimmt modifizieren. Also ich habe es mal kurz reingeschaut, wir schauen gleich mal zusammen rein. Wir werden sie auf jeden Fall ein bisschen modifizieren, aber sie sind eine super Grundlage. Dafür schon mal vielen Dank. Es werden einen guten Platz in der Brickworld finden, in Brickgate. Und damit geht es nämlich heute auch darum, dass wir hier ein bisschen was modifizieren werden. Er schreibt noch viel Freude damit und weiter so, Patrick. Er schreibt auch, PS, kannst du die Fliesen für den Lego Store im Bahnhof gebrauchen und PPS, du darfst den Brief gerne vorlesen. Das habe ich damit auch getan. Und da finden sich hier drin diverse Lego-Sets. Zum einen dieses Speed Champion Set, ich hoffe man sieht es gerade, mit diesen beiden Fahrzeugen, dem Dodge Challenger und dem Dodge Charger. Die beiden befinden sich, glaube ich, auf einer Breite von, ja, ich glaube sogar 6 Noppen. Das ist nämlich die Breite, mit der die Autos in der Brickworld gebaut werden. Also 6 Noppen für Fahrzeuge, normale Fahrzeuge wie Autos etc. und 8 Noppen für zum Beispiel LKWs etc. Das heißt, das hier müssen wir wahrscheinlich gar nicht mal modifizieren. Ich muss es mir noch mal genauer anschauen. Ich glaube, dass es auf 6 Noppen sogar super passt. Dann bauen wir die einfach nur zusammen. Und ansonsten ist hier auch noch der Porsche drin. Den habe ich noch nicht in der Stadt. Auch dafür vielen Dank. Auch der wird einen super Platz in der Stadt sicherlich finden. Und dazu kommt noch dieses Lego Creator Set mit diesem Auto. Das ist tatsächlich nur auf einer 4er Breite. Das heißt, das werden wir vielleicht modifizieren müssen. Ob wir das heute schaffen, weiß ich nicht. Aber wir haben hier auch noch weitere Dinge. Zum einen haben wir hier Fahrräder, eine Sache, die in der Brickworld tatsächlich noch ziemlich untergegangen ist. Ich werde auch im neuen Layout mal schauen, ob ich auch ein paar Fahrradwege dazu bekomme. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Und ansonsten sind hier auch noch, man sieht es wahrscheinlich nicht so gut, wahrscheinlich jetzt ein paar von diesen bedruckten Fliesen mit diesem Lego-Set. Das ist auf jeden Fall eine super Idee für den Lego Store, den ich auch noch bauen werde, wahrscheinlich erst, wenn wir umgezogen sind. Und ansonsten haben wir hier noch, wenn ich irgendwas verloren habe, oder nicht gefunden habe, noch 2 Minifiguren. Das ist zum einen diese hier, dieses Mädchen hier mit diesem ja, Kostüm mit dem Flugzeug. Und dann haben wir hier noch diesen, diesen Sportrollstuhlfahrer, der glaube ich der aktuellen Serie ist. Dann habe ich hier noch das Heftchen schon mal rausgenommen. Glaube ich aus der aktuellen Serie. Ja, aus der aktuellen Serie kennt ihr wahrscheinlich, das ist der hier unten. Und auch dafür vielen Dank. Und ich denke, dass wir hier einiges noch in diesem Video zu tun haben. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir die modifizieren müssen. Ich glaube es zwar gar nicht. Ich dachte erst, wir müssten sie modifizieren, weil sie zu breit sind. Aber dann bauen wir die einfach nur auf und vielleicht beleuchten wir was davon. Auf jeden Fall vielen Dank für dieses Paket an dich, Patrick. Und vielen Dank für eure Treue und wir werden mal schauen, was wir damit heute in diesem Video anfangen. Danke an alle! So, ich habe jetzt mal den einen Wagen aus diesem Paket zusammengebaut. Der ist ja, wie gesagt, doch tatsächlich auf 6 Noppen breit. Das heißt, wir müssen da gar nichts modifizieren. Gefällt mir auch ganz gut. Was mir jetzt gerade auch noch auffällt, ist, es wurde auch schon in den Kommentaren geschrieben, ich habe mich hier verbaut. Und zwar schauen die Schienen hier raus. Das sollten sie eigentlich nicht. Das heißt, ich muss das Ganze nochmal aufreißen. Muss ich machen in den nächsten nochmal, weil ich noch Kabel verlegen muss. Aber ich muss das Ganze, die ganzen Schienen tiefer legen, denn die dürfen nicht so rausschauen. Habe ich irgendwie verpeilt, als ich das hier gebaut habe. Aber das ist jetzt, ist halt einfach so. Gut, dass es mir auffällt, nur bei den Geraden und nicht irgendwann, wenn ich jetzt irgendwelche Kurven gebaut hätte, aber das muss auf jeden Fall noch geändert werden. Was ich jetzt aber noch machen möchte auf jeden Fall ist, dass wir diesen Wagen hier jetzt mal beleuchten. Das habe ich mir eigentlich auch vorgenommen. Das Problem in der Sache ist, Lego hat die Beleuchtung hier komplett
ohne irgendwelche Trans-Clear-Steine oder Trans, was auch immer Farbe gemacht. Und das sind Aufkleber und hier hinten sind bedruckte Tiles. Das heißt, das muss ich mir auf jeden Fall mal schauen, wie ich da irgendwie eine Beleuchtung reinkriege. Denn das wird gar nicht so einfach sein. Das wird tatsächlich eine größere Umbauarbeit werden. Nicht nur wegen der Beleuchtung, sondern auch um da irgendwie ja, Beleuchtung reinkriegen zu können. Weil ich brauche hier irgendwo Steine, hinter denen ich das Ganze einbauen kann. Und das möchte ich jetzt eigentlich in diesem Video auf jeden Fall noch machen, damit wir hier noch ein bisschen was für die Stadt gemacht haben. Außer das hier nach Plan aufgebaut zu haben. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Also drückt mir die Daumen, schauen wir mal, wohin das Ganze hier führt, wenn das Ganze hier mal Licht hat. Hier seht ihr nun meine modifizierte Version von diesem Dodge hier. Und zwar habe ich jetzt vorne einfach diese Platte, die ursprünglich eine 6er-Teil war, auf 4 verkürzt und dafür außen jetzt diese Lampen eingebaut. Verändert natürlich die Front ein bisschen, aber ich finde, es sieht immer noch okay aus. Innen drin sind die Kabel verlegt worden. Ich habe inzwischen auch eine Fahrerin reingesetzt. Und hinten habe ich das Ganze so geändert, dass ich diese Teils komplett weggenommen habe und dafür eben diese roten Round Plates eingebaut habe. Das müssen die äußeren jetzt beleuchtet, um als Rücklichter zu dienen. Und das Ganze wird jetzt einfach jetzt momentan mit einem Kabel hier nach außen gespeist. Das werde ich noch ändern. Wenn wir das Ganze hier umbauen, werden wir es auch so machen, wie es im restlichen Teil der Stadt ist, dass wir hier so Konnektoren in die Straße einbauen, dass die Autos einfach draufgesetzt werden können nach Belieben. Und das muss ich aber noch die Teile dafür bestellen, also die ganze Verkabelung muss ich noch bestellen, die ich dafür brauche. Aber wir werden jetzt gleich nochmal das hier kurz anschließen, so provisorisch, auch zu schauen, wie das Ganze aussieht, beleuchtet. Und dann wäre es das sogar für heute schon gewesen in diesem kleinen Video. Aber gleich sehen wir noch im nächsten Cut, wie das Ganze leuchtet hoffentlich. Hier seht ihr nun die provisorische Verkabelung, um hier eben zum einen die Straßenbahn zu beleuchten, als auch das Auto, das wir gerade modifiziert und beleuchtet haben. Das wird natürlich alles noch geändert, sodass die Versorgung des Stroms von unten unter die Platte kommt. Aber hier seht ihr jetzt, dass die Beleuchtung gut funktioniert hat, meiner Meinung nach. Also wir haben die Frontbeleuchtung, die sieht auch gut aus, meiner Meinung nach. Und hinten die Rückbeleuchtung sieht auch ganz gut aus, meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall erst nochmal vielen Dank an dich, Patrick, für dieses Auto unter anderem. Es kommen ja noch weitere, das machen wir dann noch nach und nach. Ich wollte einfach in diesem Video jetzt erstmal eins machen, weil auch die Beleuchtung ja auch ein bisschen Aufwand bedeutet. Vor allem, weil ich das Auto ja modifizieren musste, auch innen einiges umbauen musste, damit eben die Kabel reinpassen, die Kabelführung etc. Und da sind einige Steine rausgekommen, ein paar andere rein. Aber auf jeden Fall bringt das jetzt hier nochmal Leben in die Stadt, meiner Meinung nach. Und dann würde ich sagen, das war's in diesem kleinen Video heute. Mal schauen, was es im nächsten Video gibt. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Und vielen Dank natürlich für jeden Daumen nach oben, jedes Abo etc. Und dann bleibt gesund. Viel Spaß beim selber bauen. Wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Tschüss.